Sabine von Reth versetzt ihre Gäste in Stimmung. Die 48-Jährige betreibt mit Ehemann René ein bayerisches Bierhaus in London. Auf der Karte stehen deutsches Bier und Klassiker wie Schnitzel oder Haxe. Die Idee zu dem Restaurant hatte René. Ich saß 2002 mit einem Freund bei mir zu Hause. Und er sagte zu mir, was hat René, für ein Mettbrötchen und ein Erdiger würde ich jetzt 50 Pfund auf den Tisch legen. Ja, und das hat irgendwie so geklingelt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja die Idee. Bis zur Eröffnung 2005 gab es in der britischen Hauptstadt kein vergleichbares Lokal. Das Konzept kam so gut bei den Briten an, dass Sabine und René 2 weitere Bierhäuser eröffneten. Ein weiteres in London und eins in Bristol, im Westen Englands. Dass wir so erfolgreich werden würden, war vorher überhaupt nicht vorauszusehen. Dass das von einem Restaurant halt dann wirklich so über das ganze Land eigentlich geschwappt ist. Ne? Wir waren die Ersten, wir hatten die Idee und wir haben es halt umgesetzt. Der Start war allerdings nicht einfach. Über 2 Jahre hat es gedauert, bis geeignete Räumlichkeiten gefunden und alle Genehmigungen vorhanden waren. Keine Bank wollte einen Kredit geben. Die von Reths haben ihren Traum komplett selbst finanziert. Wir hatten kein Netzwerk in London, das war nicht unsere Heimatstadt. Wir kannten keine Leute, wir kannten niemanden. Keine Tür wurde uns geöffnet, im Gegenteil, die meisten Türen wurden uns verschlossen. Doch das Ehepaar hat sich durchgebissen. PR-Managerin Sabine nahm einen zweiten Job in einer Eventagentur an. Unternehmensberater René erledigte nach Feierabend die Handwerksarbeiten. Und dann mussten beide noch lernen, wie man eigentlich ein Restaurant führt. Da ich aus dem Ruhrgebiet komme, meine Frau aus Hessen, hatten wir natürlich keine Idee, was soll auf die Speisekarte, wie stellen wir die Speisekarte zusammen. Also sind wir nach München geflogen, sind in 20 Restaurants rein, haben die ganzen Speisekarten geklaut und haben mit Textmarker alles markiert, was gleich ist. Ja, also Weißwürste gab es überall, Leberkäse gab es überall, Haxe und so weiter. Und so haben wir halt die Speisekarte zusammengestellt. Ja. 9 von 10 Gästen sind Engländer, der Rest Touristen aus der ganzen Welt. Deutsche verirren sich eher selten hier ins Londoner Bierhaus. Und wie kommen die typisch bayerischen Speisen und das gute deutsche Bier bei den Besuchern an? Schnitzel ist mein Lieblingsgericht. Ich liebe Schnitzel. Wir mögen die Trachten der Mitarbeiter und wir mögen die Biere und das Essen. Es gibt traditionelles Bier, traditionelle Outfits. Hier hat man eine gute Zeit, auch mit der Familie. Mit Bier und Weißwurst zum Eigenheim. In Eltham, einem beliebten Wohnviertel im Süden Londons, haben sich Sabine und René vor 10 Jahren ein Stadthaus gekauft. Was sie für die 150 Quadratmeter bezahlt haben, wollen sie nicht verraten. Mit Terrier Sepp fühlen sie sich in London so richtig wohl. Ich liebe an London das Internationale. Du hast hier jede Nation der Welt, du hast hier jede Küche der Welt, jedes Restaurant der Welt. Und das liebe ich an London, diese Weltoffenheit und diese Freiheit. Du bist hier unheimlich frei. Du kannst Dienstagmorgen mit einer Federboa durch die Straßen gehen und das würde niemanden interessieren. In Deutschland würden sie dir, glaube ich, einen Vogel zeigen und denken, was ist mit der los? Kennengelernt haben sich die beiden vor 16 Jahren in Deutschland. René lebte damals bereits in London und war auf Heimatbesuch. Kaum hatte es zwischen beiden gefunkt, packte Sabine, die gebürtig aus Frankfurt kommt, ihre Kartons und zog zu René nach England. 2007 läuteten die Hochzeitsglocken. Also ich habe sicherlich am Anfang meine Freunde vermisst. Einfach die Möglichkeit zu haben, zu einer vertrauten Person 10 Minuten mal einen Kaffee trinken zu gehen. Aber das vergeht sehr schnell. Heute kann sich die 47-Jährige kein anderes Leben mehr vorstellen. Abschalten kann sie mit René am besten beim gemeinsamen Kochen. Wobei ihr Mann derjenige ist, der am Herd steht. Aber ich finde, wir sind ein tolles Team. Du kochst gerne und ich esse gerne. Ja, super. Am liebsten bereitet René, der im Ruhrgebiet geboren wurde, Leckereien aus der alten Heimat zu. Alles, was man hier nicht bekommt, mache ich halt selber. Ja, ich backe Sonntagsbrötchen, wie gesagt, ich mache Fleischsalat selber. Ja, man braucht halt nur die Zutaten und wissen, wie man die zusammenpackt. Ne? Neben Kochen gehört Golf zu den Lieblingsfreizeitbeschäftigungen von Sabine und René. Beide sind seit Jahren Mitglieder in einem Londoner Golfclub. Regelmäßig ein paar Bälle zu schlagen, ist für sie der perfekte Ausgleich zum stressigen Restaurantalltag. Da haben wir 180 Yards. Ja. Bisschen nach rechts, bisschen abschüssig. Ja. Downhill. Nehmen wir mal ein Eisen 5.
Golf ist auch eine sehr schöne Sportart, wenn man sie zusammen machen kann bis ins hohe Alter. Hier kommen wir her, hier kommen wir runter, hier schalten wir ab, hier treffen wir Freunde. In Großbritannien gehört Golf mit Fußball und Rugby zu den beliebtesten Sportarten. Soweit es das englische Wetter zulässt, spielen René und Sabine einmal die Woche ein paar Löcher. Lovely. Thanks for the match. Ja, thank you. Durch den Golfsport hat das Gastronomenpaar viele Freundschaften mit anderen Clubmitgliedern schließen können. Regelmäßig trifft man sich zum Essen, Trinken und Klönen. Die Sprache ist für beide kein Problem. Sabine musste sich aber erst an ihr neues soziales Umfeld gewöhnen. In London Anschluss zu finden, ist ziemlich schwer. Und ich glaube nicht, dass es an London liegt, sondern ich glaube, das liegt an jeder Großstadt, in die du ziehst. Im Gegensatz zu seiner Frau hatte René keine Anpassungsprobleme. Er ist ja auch schon 2000 nach England ausgewandert. Und was sagen die britischen Freunde zu den beiden Deutschen? Sie sind einfach tolle Menschen. Ich will auch nur Freunde haben, die auch nette Menschen sind. Die beiden sind lustig und wir haben immer eine tolle Zeit zusammen. Eine tolle Zeit wollen die von Reetz auch ihren Restaurantgästen bereiten. Damit dem so ist, kontrolliert René täglich die Biervorräte. Etwa 180.000 Liter deutscher Braukunst schenken er und seine Frau jedes Jahr aus. Das Bier kommt direkt aus der alten Heimat. Ob das nach dem EU-Austritt Englands so einfach weitergeht, weiß niemand. Eigentlich machen wir uns keine Gedanken über den Brexit. Erstmal weiß man gar nicht, wie das ausgeht. Das Schlimmste, was passieren könnte, wären Zölle. Ja, da kommen halt 5% obendrauf. Glaube ich nicht, dass das in dem Sinne so schwierig sein wird. Ein Problem könnte der Brexit aber mit sich bringen. Die meisten der 80 Angestellten sind Deutsche. Ihnen könnte die Arbeitsgenehmigung entzogen werden. Aber deutsche Servicekräfte zu beschäftigen, ist Sabine und René für die Authentizität ihres Bierhauses wichtig. Dass du vielleicht so anfängst, so 20 vor 6 vorzuzapfen. Alles klar. Alles einfach mal so durchgemischt, besonders Maßkrüge so bis zur Hälfte voll. Ja. Ja, und, Bin ich alleine unten? Oder kommt noch ein nee, zweiter? da kommt noch jemand zu. Wir legen Wert auf deutsche Mitarbeiter, um es authentisch zu machen. Wenn du zum italienischen Restaurant gehst, möchtest du einen italienischen Kellner. Wenn du zum bayerischen Restaurant gehst, sollte es ein deutscher Kellner sein. Dazu kommen die deutschen Werte. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Das ist sehr viel wert. Das wissen auch die meisten Gäste zu schätzen. Apropos Deutsch, kommt für die von Reetz irgendwann in Frage, in die alte Heimat zurückzukehren? Wir haben unseren ganzen Bekanntenkreis, unseren Freundeskreis hier. Wir sind britischer Staatsbürger. Also glaube ich dann eher weniger. Wenn man sein Heimatland einmal verlassen hat, wäre das ein Rückschritt. Also die Frage ist, wo geht's denn dann hin? Time will tell. Vorstellen können sich Sabine und René aber im Rentenalter nach Portugal umzusiedeln. Denn dort ist es wärmer und es gibt weniger Regen. Also ideales Wetter zum Golfen.